Im letzten Jahr habt ihr bereits viele Tipps und Tricks mitnehmen können, um mit dem eigenen Anderssein besser umzugehen. Aber heute möchte ich euch zeigen, wie ich es geschafft habe, mit meinem Anderssein umzugehen. Ich möchte euch heute mitnehmen auf die Reise meines Lebens, was ich so erlebt habe in meiner Kindheit und wie ich dazu gekommen bin, mich für neurodivergente Menschen stark zu machen. Bleibt dran! Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Mutter, Krankenschwester, Vater, Kommunikationselektroniker. Und bis zu meinem 6. Lebensjahr lebten wir direkt neben meinen Großeltern auf dem Land. Als ich 3 Jahre alt war, kam meine Mutter das erste Mal in die Psychiatrie wegen Depressionen. Die 6 Monate konnte ich zum Glück zu Hause bleiben, da meine Oma direkt neben uns wohnte. Mit 6 kam meine Mutter erneut für 6 Monate in die Klinik und meine kleine Schwester wurde geboren mit einer geistigen Behinderung. Mit 7 zogen wir dann in die Stadt Kamp-Lintfort. Keine Oma mehr nebenan. Und mit 9 ließen sich meine Eltern scheiden. Und ich lebte bis zum Anfang meines 14. Lebensjahres alleine mit meiner Mutter und meiner Schwester. Ich musste viel Verantwortung übernehmen, da meine Mutter aufgrund ihrer manischen und depressiven Phasen häufig sich nicht ausreichend um meine Schwester kümmern konnte. Parentifizierung, wie man das in der Fachsprache nennt. Ich übernahm also die Elternrolle. Falls ihr den Film oder das Buch von Nick Hornby, About a Boy, kennt, dann wisst ihr, was es bedeutet, mit einer schwer depressiven, teilweise sogar selbstmordgefährdeten Mutter aufzuwachsen. Da ich aber mit dieser Rolle überfordert war, entwickelte ich immer mehr Verhaltensauffälligkeiten. Und mein Lehrer und auch das Jugendamt wurden aufmerksam. Mit 13 erhielt ich dann eine Spieltherapie und behielt diese Therapeutin über 8 Jahre, glaube ich. Mit 14 kam ich dann in eine Pflegefamilie. Auch da lag Neurodivergenz vor. Der kleine neue Bruder hatte ADHS und auch Hochbegabung. Das war für mich wie ein Abenteuer. Plötzlich 5 neue Geschwister, die ebenfalls so neugierig und wissbegierig waren wie ich. Mit Anfang 17 kam ich dann in ein betreutes Wohnen und mit 18 hatte ich meine erste eigene Wohnung. Und wenn ich so heute auf meine Kindheit zurückschaue, denke ich häufig, es ist reines Glück, dass ich das alles psychisch unversehrt überstanden habe. Und gleichzeitig weiß ich, nein, das war nicht nur Glück, sondern ich hatte die richtigen Leute um mich herum. Wie Alice Miller es in ihrem Buch Das Drama des begabten Kindes beschreibt, ich hatte immer einen helfenden Zeugen, sei es mein Klassenlehrer aus der Waldorfschule oder diese Spieltherapeutin. Mit 15 begann ich als Putzfrau bei einer deutsch-neuseeländischen Familie anzuarbeiten. Auch diese Familie war ein Ankerpunkt für mich. Es war ein Geschenk für mich, 3-mal pro Woche dort sein zu können und bei so repetitiver Arbeit wie Putzen entspannen konnte. Und auch tiefgründige Gespräche über Gott und die Welt mit diesen beiden Eltern halten zu können. 2008 begann ich dann in Marburg zu studieren und 2013 arbeitete ich als Lehrerin an einer Hochbegabtenschule in der französischen Schweiz. Außer bei meinem Bruder mit dem ADHS und der Hochbegabung wusste ich eigentlich nicht viel über Hochbegabung. Ich besorgte mir also viele Bücher, um diese Kinder besser zu verstehen. Und bei dem Buch Denken unerwünscht, wie deutsche Schulen hochbegabte Kinder traumatisieren von Felix Paturi, erkannte ich mich selbst wieder. Selbstmordgedanken in der Jugend, Mobbing, Angst vor der Schule, das waren alles sehr bekannte Themen für mich. Mir wurde plötzlich so viel klar. Ich begriff endlich, dass ich nicht falsch war, sondern einfach nur anders. Und da erkannte ich, dass meine Kollegen und ich eigentlich
dringend eine Weiterbildung zu dem Thema gebraucht hätten, aber keine bekommen hatten, obwohl es eine extra Schule für Hochbegabte war. Also beschloss ich, Weiterbildung für Fachpersonal wie Lehrer und Lehrerinnen anzubieten. Ich machte den IQ-Test und wurde Mitglied bei dem Hochbegabtenverein Mensa. 2014 ging ich dann zurück nach Deutschland, schrieb erstmal mein erstes Buch über meine eigenen Depressionen in der Oberstufe und die Erkenntnis der Hochbegabung. Und ich begann meine Selbstständigkeit zu planen. 2016 gab ich die ersten Fernsehinterviews und machte mich dann aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig. Erst 2017 machte ich mit meiner Mutter den Autismustest. Sie lebte schon damals unter Betreuung, aber leider wurde sie immer nur als psychisch krank eingeordnet und ihre Hochbegabung, als auch der Autismus dahinter, wurden gar nicht beachtet. Mein Wunsch wurde also immer größer, mehr Aufklärung darüber zu leisten, um Autismus und Hochbegabung früh genug zu erkennen und den Menschen dann zu helfen, bevor sie psychische Erkrankungen entwickeln, aufgrund ihrer Andersartigkeit. Nicht erst nach vielen Jahren Psychiatrieaufenthalten. Aber aus der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit zu starten, war nicht leicht. Mein Vater kam zwar aus einer Unternehmerfamilie, aber da sein Vater mit dem Familienunternehmen Insolvenz anmelden musste, hatte er nur negative Erfahrungen mit Selbstständigkeit verknüpft. Er hatte den sozialen Absturz erlebt, von Bourgeoisie-Familie in Frankreich und Privatschule zur staatlichen Schule und am Ende auch kaum noch Geld, um überhaupt Essen in der Mensa kaufen zu können. Und auch hier muss ich im Nachhinein sagen, was für ein Glück, dass ich als Arbeiterkind schon seit Kind an Unternehmerfamilien und Akademikerfamilien um mich herum hatte. In der Waldorfschule beispielsweise waren viele Unternehmerkinder. Die Waldorfschule aber konnte ich beispielsweise nur besuchen aufgrund der Ermäßigung für sozial schwächere Familien. Später auch auf dem Gymnasium waren viele Akademikerkinder. Und so kann ich sagen, mein scharfer Verstand hat mich wohl vor vielen Situationen auch bewahrt. Denn durch den konnte ich immer wieder auch Abstand nehmen zu Situationen, habe mich nicht in Dinge hineinziehen lassen und habe auch die autistischen Hindernisse gut ausgleichen können. Denn auch Ironie beispielsweise konnte ich früher nicht, aber konnte ich lernen. Und meine Kindheit hat mich gelehrt, Neurodivergenz ist keine Krankheit und auch kein Fehler, sondern eine Stärke, wenn du lernst, sie zu kanalisieren. Früher hatte ich oft das Gefühl, ich wäre falsch. Aber heute weiß ich, ich bin einfach nur anders. Und das ist gut so. All das hat beeinflusst, wie ich heute arbeite und warum ich heute glaube, dass neurodivergente Menschen anders gründen müssen als neurotypische. Und genau das, was ich damals schmerzhaft erlernen musste, möchte ich an euch weitergeben. Denn du bist nicht falsch, du bist einfach nur anders. Und für dein Business mach was draus. Denn die Welt braucht Innovationen und Andersdenker. Nächste Woche erzähle ich dir dann von meiner Gründung 2016 und all den Fehlern, die ich begangen habe. Im Endeffekt eine Kurzzusammenfassung meines Buches Scheitern als Businessbeschleuniger. Nächste Woche findet ihr hier dann dieses Video. Kennst du andere neurodivergente Gründer oder Gründerinnen? Dann empfehle meinen Kanal gerne weiter. Und wenn du noch Themenwünsche für meine zukünftigen Videos hast, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Bis nächste Woche.